forced the Nazi government to order a stop to the T4 program. Murder was, after all, still technically against the law. But what is not well known is that in spite of Hitler's order to stop, psychiatrists continued their murder spree, killing another 230,000 mental patients on their own and behind closed doors. Stopp der Aktion T4 bedeutet aber nicht auch den Stopp der Ermordungen, der Tötungen an Menschen mit psychischer Erkrankung oder körperlich-geistig behinderten Personen. Diese wurden sehr wohl fortgesetzt, allerdings eben nicht mehr in diesen Euthanasiestätten, die eingerichtet worden waren, sondern dezentral in den Heil- und Pflegeanstalten selbst, wo dann die dort diensthabenden und leitenden Psychiater führende Rolle eingenommen haben, was die weitere Tötung und Mordung dieser Personen angegangen ist. And the body count of murdered mentally ill could well be higher, as psychiatrists both before, during and after the Nazi era routinely withheld food and nutrition from their patients to get them to die quietly and without suspicion. So sind schon während des Ersten Weltkriegs allein in Berlin über die Hälfte der Insassen der psychiatrischen Anstalten verhungert. Schlichtweg verhungert, das weiß man gar nicht, das ist alles der Nazizeit vorausgegangen. But the killing of those that psychiatrists deemed inferior had only just begun. In fact, when Hitler decided to move the killing into the concentration camps to eliminate the sick, elderly, and those deemed unfit for work, he called upon top German psychiatrists. Likewise for the program Murdering the Jews. Viele Personen, die später auch im Zuge der Aktion Reinhardt, das heißt bei der Vernichtung der europäischen Juden im Generalgouvernement tätig waren, bereits hier in Hartheim in der Euthanasieanstalt tätig waren. Das heißt, hier gibt es eine ganz direkte Verbindung sozusagen zwischen dem Euthanasieprogramm und dem Holocaust. Also alles Personen, die hier in Hartheim führende Positionen inne gehabt haben, sie haben später auch leitende Positionen in den Vernichtungslagern wie Sobibor oder Treblinka inne gehabt. Ich denke mir, diese Verbindung aufzuzeigen, ist eine wichtige und eine ganz dringliche. Sozusagen diesen Personaltransfer, den es hier gegeben hat, aber auch diesen Technologietransfer, also dieses Know-how, was man sich in den Euthanasieanstalten bereits zu eigen gemacht hat, durch die Massentötung von Menschen, das wiederum dann Eingang gefunden hat, eben im Zuge der Vernichtungslager, im Zuge der Aktion Reinhardt. Die Durchkämmung der KZs fand nach genau denselben Gesichtspunkten anhand derselben Meldebögen statt wie die der Irrenhäuser. Die Psychiatrie hat eine ganz entscheidende Rolle beim Holocaust gespielt, weil sie nämlich den Damm gebrochen hat, der gegen die Tötung unschuldiger Menschen da bestand. All told, between 11 and 17 million people were murdered during the Holocaust, all judged eugenically inferior and marked for death. And psychiatrists designed the entire machinery. Not only that, the killing continued in the institutions where mental patients were starved to death during the 3 years after World War II. In fact, the mortality rates at the hospitals after the war skyrocketed, with one psychiatrist putting the death toll at 20,000. Some apologists claim that psychiatrists at the time were coerced into participating in the killing programs by the Nazi regime, that they couldn't refuse under penalty of prison or death. But the evidence shows that the few psychiatrists who declined to participate were never punished. Ich weiß von der Klinik in Lemgo, der ärztliche Direktor war Nazi, war Mitglied der Partei. Er ist wie einige andere auch, aber jemand gewesen, der gesagt hat, aus meiner Klinik kommt keiner weg. Der hat keinen abgeliefert, dem ist übrigens nie was passiert, was auch wieder mal zeigt, man konnte sich weigern, ohne dass das große Nachteile hatte. Other apologists say that the euthanasia program was driven by a few rogue psychiatrists. But the fact is, the program was developed and instituted with the full cooperation and support of Germany's most influential psychiatrists.
Meines Erachtens kann man nicht sagen, es gibt nur einzelne schwarze Schafe innerhalb der Psychiatrie, die den Nationalsozialisten zugearbeitet haben, sondern es ist ein Problem des gesamten Berufsstandes. Military Tribunal 1 has found and adjudged you guilty. It is beyond doubt that the responsibility for the extermination campaigns of the Third Reich lies directly at the feet of psychiatry. At the war crimes trials in Nuremberg that followed, experts all agreed that the mass murder programs would never have happened if psychiatry hadn't conceived, organized, and run them. The methods used and personnel trained in the killing centers for the chronically sick became the nucleus of the much larger centers in the East, where the plan was to kill Jews and Poles and to cut down the Russian population by 30 million. In fact, Alexander also wrote that sterilization and euthanasia of people with chronic illness had been discussed by Bavarian psychiatrists some 2 years before Hitler even came to power. But Alexander, a staunch supporter of eugenics, was worried about psychiatry's reputation, and instead of calling his German colleagues to account for their crimes, he did damage control. Very few psychiatrists were ever brought to trial, much less convicted of anything. Man hätte die deutschen Psychiater schon zur Rechenschaft ziehen müssen und man hätte nach dem Krieg vor allem das bekannt machen müssen, was da geschehen ist. Das ist ja unterdrückt worden. Kein Wort, keine Entschuldigung, keine Mahnung. Und bis auf wenige Einzelne beteiligte sich damals offensichtlich die große Mehrheit der deutschen Psychiater und Mitglieder unserer Fachgesellschaft in Forschung, Wissenschaft und Praxis, an der Planung, Durchführung und wissenschaftlichen Legitimierung von Selektion, Sterilisation und Tötung. Nuremberg judges would declare Nazi eugenical practices a crime against humanity. If there is such a thing as a crime against humanity, here we have it repeated 1,000,000 times over. It was an empty pronouncement, for most psychiatrists, still committed supporters of eugenics, returned to their homes and took up right where they left off before the Nazis came to power, in well-paid, well-respected positions. Viele psychiatrische Ärzte haben einfach ihre Karrieren mitunter vielleicht mit einer kurzen Unterbrechung, nichts aber trotzdem einfach fortsetzen können. Und das ist sozusagen auch ein Punkt, dass es hier Kontinuitäten gibt, die sich wirklich über die Zeit des Nationalsozialismus auch bis in die 50er, 60er, 70er, bis in die Gegenwart hineinzeichnen und verfolgen lassen. One such psychiatrist was one of the most guilty of all. Unfassbar ist heute die Geschichte des bereits erwähnten Professors Werner Heide. Er war der medizinische Leiter der T4-Aktion. Nach dem Krieg wurde er per Haftbefehl gesucht und machte unter dem Namen Dr. med. Fritz Savade von 1950 bis 1959 dennoch eine zweite Karriere als Gerichtsgutachter in Schleswig-Holstein. Er wurde von Ärzten und Juristen gedeckt, die über seine wahre Identität informiert waren, und viele andere, denen seine Doppelidentität ebenso bekannt war, unternahmen nichts. It wasn't until 1959 that Haider's past became a national scandal. Charged with war crimes, he committed suicide in 1964 before his trial could begin. But others were never even caught. T4 psychiatrist Friedrich Maus not only was not brought to trial, he was elected the head of the German Association for Psychiatry and Neurology from 1957 to 1958. Fellow T4 psychiatrist Friedrich Panzer, who described the extermination of the incurably ill as making his colleagues drunken with elation, was acquitted of all charges against him in 1948, and also ran the association from 1965 to 1966. Werner Willinger, another T4 psychiatrist, was professor of psychiatry at the University of Marburg from 1946 to 1956, and even participated as an honored guest at the 1950 White House Conference on Children and Youth in Washington, D.C. And Ernst Rudin himself was never punished, and died a free man in Munich at the ripe old age of 78. Meanwhile,
psychiatrists continued to practice in Germany and emigrated throughout the world to spread the many ideologies of German psychiatry to entire new generations. In the years that followed, psychiatrists in Germany would keep very quiet about their responsibility for the killing campaigns of the Third Reich until mountains of damning evidence forced their leadership to apologize for what was by now obvious to all. Psychiater haben in der Zeit des Nationalsozialismus Menschen verachtet, die ihnen anvertrauten Patientinnen und Patienten in ihrem Vertrauen getäuscht und belogen, die Angehörigen hingehalten, Patienten zwangssterilisieren und töten lassen und auch selber getötet. Unabhängig von den Forschungsergebnissen, die wir in den nächsten Jahren erwarten, habe ich spät genug bei allen Opfern und Angehörigen um Entschuldigung zu bitten für das erlittene Unrecht und das Leid, das ihnen von deutschen Verbänden und ihren Psychiatern zugefügt wurde. Today, psychiatry's influence can be felt everywhere. In our schools, our court systems, the media, even our governments. But has psychiatry learned from its past? Or do today's psychiatrists still inflict damaging treatments on their helpless victims? Could they be the same wolf in another sheep's clothing? Sicherlich hat die Nachkriegspsychiatrie in Deutschland erhebliche Einflüsse, schreckliche Einflüsse aus der Nazi-Psychiatrie übernommen. Sehr viele Professoren und Psychiater in eigenen Praxen haben auch während der Nazizeit gearbeitet und haben das auch dann an die damalige nachfolgende Generation weitergegeben. Ich sehe auch eine Parallele zwischen der heutigen Psychiatrie und der Nazizeit. Es sind nur die Methoden sind heute verfeinert. Nowhere is this truer than in today's psychiatric hospitals, where those with behavior considered undesirable are not healed but repressed. Die Psychiatrie wird in Deutschland wie auch ganz schwerpunktmäßig jetzt auch in Österreich dazu eingesetzt, Menschen zu brechen. Es geht hier nicht mehr um Strafe oder um Bestrafung, sondern hier geht es einfach darum, den Willen der betreffenden Menschen zu brechen. Die Leute, die dann mit psychischen Problemen ins Haftkrankenhaus kommen, nicht einmal die normalen Rechte eines Kriminellen haben, sondern die sind eigentlich entrechtet. Sie können natürlich letzten Endes nicht verhindern, wenn sie mal in die Mühlen der Psychiatrie geraten sind, dass sie dann da eben bekannt sind. Ja, da kommen sie nur ganz schwer wieder raus. Der schlechte Ruf, den die Psychiatrie hat, der ist meines Erachtens auch berechtigt. Sobald man eine psychiatrische Station betritt als Patient, verliert man oftmals auch die Grundrechte des menschlichen Daseins, der Eigenbestimmung.